So, the next 30 minutes are yours. Thank you very much. Thank you for the really warm welcome. Merci für das warme Willkommen. And it's really great to be here tonight. Es ist wirklich schön, heute Abend hier zu sein. So tonight I want to tell you the power of the local church. Heute Abend möchte ich über die Kraft der lokalen Kirche sprechen. I want to tell you some stories that shows us what the local church is doing across the world. Ich möchte Geschichten davon erzählen, was die lokale Kirche bewirkt rund um den Globus. But I come from India. Ich komme ja aus Indien And we are not just passionate about Jesus, und unsere Leidenschaft ist nicht nur für Jesus, but we are also passionate about curry. wir sind auch leidenschaftliche Curryesser. So tonight I will also teach you how to make an authentic curry. Und deshalb möchte ich euch heute Abend beibringen, ein authentisches Curry zu kochen. So let's get started. Fangen wir an. We're going to cook our curry in 3 stages. Dieses Curry kochen wir in 3 Schritten. We're going to prepare some sauce, Wir machen zuerst die Soße, and then we're going to cook our poulet chicken, dann kochen wir das Poulet, and then we're going to garnish it with some fresh herbs. am Schluss dekorieren wir das mit frischen Kräutern. Now for a good curry, you need some generous amount of oil. Für ein gutes Curry braucht es großzügig Öl. Don't worry about your health. Macht euch keine Sorgen um eure Gesundheit. You can have salad on other days. Ihr könnt an einem anderen Tag wieder Salat essen. So we start with some nice hot oil. Also wir beginnen da mit schön heißem Öl. I've got some sunflower oil, Ich habe hier Sonnenblumenöl. but you can use vegetable oil or anything you have at home. Ihr könnt Rapsöl nehmen, irgendein Öl, das ihr zu Hause habt. And then what we need to do is we need to flavor this oil. Zuerst wollen wir da ein bisschen Geschmack reinbringen in das Öl. And we do that by using whole spices. Und dafür brauchen wir ganze Gewürze. So I'm going to add some cumin seeds and cardamom pods. Ich habe hier Kreuzkümmel und ich habe Kardamomkapseln. You can also add cinnamon sticks or cloves if you've got Ihr them. könnt auch Gewürznelken reintun oder Zimtstangen. And then what happens is it fries in the oil and catches all that flavor. Und das brutzelt dann da in dem Öl und das Öl nimmt den Geschmack auf. And then when the curry is cooked, it has all of that flavor through it. Und wenn das Curry fertig gekocht ist, hat es diesen ganzen Geschmack von den Gewürzen. Now, I don't know how people in Switzerland like their curry. Ich weiß nicht, wie die Leute in der Schweiz ihr Curry gerne essen. You might like it hot, or Vielleicht you habt might ihr es gern or scharf extra hot. oder sehr scharf. In that case, you can add some fresh chilies. In dem Fall könnt ihr auch frische Chilis reintun. But obviously, if you don't like heat, don't add chilies. Aber wenn ihr es nicht gern scharf habt, dann lasst das bitte weg. Now, because I'm cooking and I like heat, I'm just going to add some. Ich bin der Koch, ich mag es gern scharf, ich mache welchen rein. Okay, and to that hot oil, I'm going to add some chopped up onions. Und in das heiße Öl gebe ich jetzt die gehackten Zwiebeln. Now, this is just white onion. You can add red, purple, pink, whatever you can Das find. sind weiße Zwiebeln, ihr könnt rote Zwiebeln nehmen, Schalotten, was auch immer euch schmeckt. And what happens is this onion fries in the oil and becomes golden brown. Und diese Zwiebeln, die dünste ich jetzt hier im Öl und sie werden goldbraun dabei. You know, when it fries, the sugar molecules in the onions caramelizes. Und wenn man die Zwiebeln dünstet, dann karamellisieren die Zuckermoleküle in den Zwiebeln. And then that adds a beautiful sweet flavor. Und das gibt ihm so eine schöne Süße. I'll show you how it looks now, So sieht es aus. and then I'll show you how it looks in a minute. Und ich zeige es euch nachher nochmal. Now, if you like caramelization, you can add a little pinch of sugar as well. Wenn man dem Karamellisieren noch ein bisschen auf die Sprünge helfen will, kann man noch ein bisschen Zucker dran machen. I don't know what the doctors in Switzerland tell you, sugar is good for you. Ich weiß nicht, wie das die Ärzte in der Schweiz sehen, aber Zucker ist gut für euch. It's good for the soul, Es ist gut für die Seele. maybe not for your body. Vielleicht weniger für den Körper. So we let the onions fry and we'll come back to it in a minute. Also wir lassen die jetzt da ein bisschen brutzeln und kommen nachher darauf zurück. So I told you I want to tell you stories that shows us what the church is doing across the Ich world. habe gesagt, dass ich euch Geschichten erzählen will, was die weltweite Kirche tut. See, I truly believe what a famous pastor once said, the church is the hope for this world. Ich glaube, was ein berühmter Pastor einmal gesagt hat, die Kirche ist die Hoffnung für die Welt. I want to tell you a story of a little girl who was born in India. Ich erzähle euch die Geschichte eines kleinen Mädchens, das in Indien geboren wurde. Her name is Shamina. Sie heißt Shamina. Shamina was born in a village in India where there was extreme poverty. Shamina ist in einem Dorf in Indien auf die Welt gekommen, wo es extreme Armut gab.
Now, I don't know if you have witnessed extreme poverty in person, Ich weiß nicht, ob ihr selber schon einmal extreme Armut kennengelernt habt, but to help you picture where Shamina was born, there was no electricity, aber damit ihr euch das vorstellen könnt, wo Shamina geboren wurde, gab es keine Elektrizität. people lived in small one-room mud huts, Die Leute wohnten in kleinen Lehmhütten, die nur einen einzigen Raum hatten. there was no proper toilets or sanitation, Es gab keine richtigen Toiletten. children didn't have any schools to go to. Es gab auch keine Schulen, die die Kinder hätten besuchen können. Little children will have to work with their parents so they could earn enough to live. Die kleinen Kinder sind mit ihren Eltern zur Arbeit gegangen, damit sie genug verdienen konnten für ihren Lebensunterhalt. Try imagining a life in that environment. Stellt euch ein Leben in diesen Umständen vor. Shamina says she was 6 years old when she had to go out and work with her father so they could have enough to eat. Shamina erzählt, dass sie 6 Jahre alt war, als sie mit ihren Eltern zur Arbeit ging, damit sie genug zu essen hatten. She thought her life was always going to be in the darkness of poverty. Sie dachte, dass ihr Leben immer in der Dunkelheit der Armut sein würde. And this was even more confirmed when she had to get married when she was 14 years old. Und das wurde noch verstärkt, als sie im Alter von 14 Jahren heiraten musste. Not because that's what she wanted, Das war nicht ihre eigene Wahl, but because poverty took away choices from her life. aber die Armut hat ihr die Wahlmöglichkeiten gestohlen. But something amazing happened in her life, Aber etwas Wunderbares ist passiert in ihrem Leben. and it was the work of the local church. Und das war das Werk der lokalen Kirche. In fact, it was the work of the local church in partnership with Compassion. Und es war, um genau zu sein, das Werk der lokalen Kirche in Zusammenarbeit mit Compassion. So I want to show you a video of Shamina's life. Ich möchte euch ein Video zeigen von Shamina. That's going to come up. This is Shamina's story. Das hier ist Shaminas Geschichte. While I was playing with my friends, I learnt I was getting married. I didn't know the man, I had never met him. Suddenly I was married and I moved from my remote village to the city of Kolkata with my new husband. Almost a year passed by and then suddenly I found out I had a child inside me. We didn't have any money and I didn't understand what it meant to be pregnant. When my son was born, we lived in a slum. We had a small house with no electricity. My husband had no job and we had no money at all. Every parent wants to give good things to their child. But we couldn't even dream about that because we had nothing. We couldn't provide properly for our son when he was born. We watched other children going to school in their smart uniforms and we dreamed that one day that would be our boy. We hoped that our son would become educated and make a difference, but we knew we could not make this happen for him ourselves. When we heard that our son had got into the project and had a sponsor, we knew that someone would help him with food, clothes, education, everything. Our heart filled up with joy and hope because we realized that someone will help us fulfill our dreams for our son. All the needs of my son were now being met. It took a huge burden off our shoulders. Jane was able to help his sister with her education. And the gifts and supplies received helped meet the needs of the whole family. I'm so very happy. With the support of Compassion, this boy from the slums has been able to get a master's degree from Manchester University. I feel very proud. Many people dream, but I have lived my dream. There are many children in Kolkata, but then my son,
with his background has achieved so much, makes me so proud to be his mother. I think you realize by now that I was telling you my mom's story. Ich glaube, unterdessen ist euch klar geworden, dass ich euch die Geschichte meiner Mutter erzählt habe. I was born to a 15-year-old Shamina in the slums of India. Ich war das Kind der 15-jährigen Shamina in den Slums von Indien. And as you saw in the video, the work of the local church transformed our lives. Und wie ihr im Clip gesehen habt, hat das die Arbeit der lokalen Kirche unser Leben verändert. You know, in the Bible, there's a passage in Ephesians where Paul is writing to the church. He's saying he is able to do immeasurably more than we can ever ask or imagine. In der Bibel lesen wir, wie er sagt, Gott kann viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. And he's able to do that through his power that works inside us. Und er macht das durch seine Kraft, die in uns wirkt. Which is why I feel the church is able to change the world. Und deshalb bin ich überzeugt, dass die Kirche die Welt verändern kann. You know, when I look back at my life, I realize what the Bible says when God says that I know the plans I have for you. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich, was die Bibel sagt, wie Gott sagt. Ich weiß, was ich für Pläne, für Gedanken über dir habe. Plans of hope and purpose. Um dir eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. And he had a plan for my family. Er hatte einen Plan für meine Familie. And that was his church. Und dieser Plan, das war seine Kirche. And tonight's curry is extra special. Und dieses Curry hier, das ist wirklich besonders. Because this is my mom's curry. Weil das ist das Curry von meiner Mutter. She made this on rare occasions when we had a happy moment in our life. Sie hat das zu besonderen Gelegenheiten gekocht, wenn es etwas zu feiern gab. So as I cook this, it brings back happy memories of my childhood. Und wenn ich das koche, dann kommen mir glückliche Erinnerungen hoch. So let's back to the cooking because I must not mess it up. Und deshalb gehen wir jetzt wieder zum Kochen, weil das muss wirklich gelingen. I will show you what has been happening here. Ich zeige euch jetzt, was hier passiert ist unterdessen. Our onions have become golden brown in color. Die Zwiebeln sind goldbraun geworden. That's what we are looking for. Und das ist das, was wir Now, wollen. to this caramelizing onion, I'm going to add some ginger garlic paste. Und jetzt gebe ich hier Ingwerpaste dazu und Knoblauch. Now, this is freshly grated ginger and garlic. Das ist einfach frisch geriebener Ingwer und Knoblauch. But if you are a bit lazy like me, you can use ready-made paste as well. Wenn ihr ein bisschen bequem seid, könnt ihr auch eine fertige Paste benutzen. But don't tell my mom, she won't be Aber happy. sagt es meiner Mutter nicht, sie wäre nicht so beeindruckt. Now what will happen is this ginger and garlic will also cook with the onions and become the base for the sauce. Und der Ingwer und der Knoblauch, der kocht jetzt hier zusammen mit den Zwiebeln und das wird die Grundlage für unsere Soße. So very soon you will be able to smell as the aroma and flavors develop. Ihr werdet es bald riechen können, wie sich da die Aromen entfalten. See, I always say curry is a celebration of all our senses. Weil Curry ist ja immer ein Fest für alle Sinne. So I'm going to let it cook and I'll come back to my story. Also lassen wir das kochen und unterdessen erzähle ich euch weiter. You see, I said I was born to a 15-year-old Shamina. Wie gesagt, war meine Mutter die 15-jährige Shamina. I was born in a slum community where there were thousands of people, roughly 10,000 people. Ich bin in einem armen Viertel aufgewachsen, wo es tausende Leute gab. Es waren etwa 10.000 Menschen. Historically, this community was a refugee slum, people who lost home in the partition of India. Das war ein Flüchtlingsslum. Leute, die ihr Zuhause verloren haben in verschiedenen Teilen Indiens, haben dort gewohnt. So I'm talking about generation of poverty. Also mehrere Generationen von Armut. And in our community, there was 2 toilets and 1 tap for all the people. In dieser Nachbarschaft gab es 2 Toiletten und einen Wasserhahn für all die Menschen. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? You know, children and men, women, we often had to use open drains as toilet. Kinder, Frauen, Männer haben offene Abwasserkanäle als Toiletten benutzt. I always say one of the first things poverty took away from us was our dignity. Ich sage oft, dass das Erste, was die Armut den Menschen raubt, das ist ihre Würde.
You know, I had the privilege of traveling around in Switzerland, visiting many churches last few days. Ich habe in den letzten Wochen das Vorrecht gehabt, in der Schweiz herumzureisen, verschiedene Kirchen zu besuchen. And I've been staying with some lovely Swiss family. Und ich habe bei Schweizer Familien übernachtet. I love your hospitality, Ich liebe es, wie gastfreundlich ihr seid. but I'm still getting used to how much cheese you eat. Aber ich muss mich immer noch daran gewöhnen, wie viel Käse hier gegessen wird. Don't worry, I'll get there. Aber ich schaff's bestimmt. But you know, the families I've been staying with, we often have 2 toilets in our house. Aber die Familien, bei denen ich übernachtet habe, die haben oft 2 Toiletten in einem Haus. You know, I wake up in the morning thinking which one I want to use today. Am Morgen wache ich auf und ich muss mich entscheiden, welche Toilette will ich heute benutzen. What I'm trying to say is, in a very simple way, our life is still so blessed than most people across the world. Was ich sagen will, ist, dass unser Leben so gesegnet ist im Vergleich zu vielen Menschen auf der Welt. We must always give thanks to God for that. Und wir müssen wirklich Gott danken dafür. You know, it was not just our dignity that was taken away where I grew up. Es war nicht nur die Würde, die uns genommen wurde, dort wo ich aufgewachsen bin. Children, men, women, we suffered from malaria, dengue, diarrhea. Männer, Frauen, Kinder haben an Krankheiten gelitten, an Dengue-Fieber, an Malaria. Because when it rained, our community would be flooded, and you can imagine what floated and came inside our houses. Weil wenn es geregnet hat und die Abwasserkanäle überschwemmten, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da durch unsere Hütten geflossen ist. And our houses, as you can see, they were one room, smaller than some of the bathrooms I use here. Und die Häuser, die waren immer jeweils ein Zimmer, oft kleiner als die Bäder, die ich hier gesehen habe in vielen Häusern. You know, every day my father used to go out looking for work, and often when he wouldn't find any, we would go to bed hungry. Mein Vater ist jeden Morgen losgezogen auf der Suche nach Arbeit und wenn er keine gefunden hat, dann sind wir an diesem Tag hungrig ins Bett gegangen. As a child, you witness some very harsh realities of life, Und als Kinder haben wir dort wirklich harte Sachen gesehen und erlebt. and it makes you feel very scared Und es hat uns Angst gemacht, because you don't know what your tomorrow holds. weil wir nicht wussten, was die Zukunft für uns bereithält. But more than scared, it makes you feel hopeless. Aber mehr noch als Angst gemacht, hat es uns hoffnungslos gemacht. Because you know nothing is ever going to change. Wir dachten, dass sich nichts für uns je verändern würde. This is how your grandparents lived. So haben unsere Großeltern gelebt, This is how your parents lived. so haben unsere Eltern gelebt This is how you are going to live. und so werden wir leben. And this will be the story of your children too. Und das wird auch die Geschichte unserer Kinder sein. But isn't it amazing that God says, I know the plans I have for you? Aber ist es nicht wunderbar, dass Gott sagt, ich weiß, was ich für Pläne für dich habe? I'll come back a little bit more to my story, but I must go back to the cooking. Wir machen nachher weiter in der Geschichte, aber zuerst müssen wir ein bisschen weiter kochen. I'm going to try and smell some aroma towards you. Ich schicke euch jetzt ein bisschen von dem Geruch in eure Richtung. Can you smell all the beautiful ginger and garlic? Riecht ihr den Ingwer und den Knoblauch? Oh, let me show you. This is looking Ich will very euch das great. zeigen. Ja, das sieht Look super at aus. that. Look, schau mal her. My mom would be proud of me. Meine Mutter wäre stolz auf mich. So to this base, I'm going to add some spices. Und da machen wir jetzt noch Gewürze dazu. Now this is turmeric, chili powder, Das ist Kurkuma, Chilipulver, cumin, coriander powder. Kreuzkümmel und Korianderpulver. This is made into a little paste. Das habe ich so eine kleine Paste gemacht. You can make it at home very easily. Das ist ganz einfach zum Nachmachen zu Hause. Actually, I can give away the recipe cards at the end, which has all the measurements. Ich habe sogar eine Rezeptkarte hier, da stehen alle Mengen drauf und alles, was ihr braucht. And what will happen is these spices are going to cook and all the flavor is going to develop. Und diese Gewürze, die kochen jetzt da und der Geschmack entwickelt sich. Now, it's very important you don't rush this stage and take it slowly to cook your spices well. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt hier nicht beeilen, sondern dass wir das schön langsam köcheln lassen. Because uncooked spices don't agree with the tummy very much. Weil rohe Gewürze sind nicht so gut für den Magen. I'm also going to just add our tomatoes in, which is freshly chopped. Ich gebe jetzt hier auch schon die gehackten Tomaten dazu And then let it cook slowly for a long period. und lasse es auf kleinem Feuer lange köcheln. The secret to a great curry is low and slow. Das Geheimnis eines guten Currys ist low and slow, also kleine Hitze für lange Zeit. You want to cook it on low heat for a long period of time. Kleine Hitze für eine lange Zeit. Now, a good chef always seasons their curry.
Als Koch muss man das natürlich auch richtig würzen, richtig salzen. So you only want to add a little pinch of salt. Man will aber nur ein bisschen Salz dazugeben. Be very careful not to add too much. Passt auf, dass ihr da jetzt nicht zu viel Salz dazugebt. Sometimes when you're talking, you get distracted Weil and add too much manchmal, salt. wenn man am Sprechen ist, kann man ein bisschen abgelenkt werden und plötzlich hat man es versalzen. And then your curry is ruined. Und dann ist das Curry futsch. So follow me, only a little pinch. Deshalb, so wie ich, nur ein kleines bisschen Salz. I see some worried faces now. Ich sehe, dass ihr euch Sorgen macht. Well, we'll come back to the curry. Ja, wir können ja später probieren. I'm going to put the lid on and let the tomatoes and spices, everything cook and become the base sauce. Okay, ich mache da den Deckel drauf und ich lasse die Tomaten und die Gewürze köcheln. So, as I was saying, I was living in this environment which seemed very hopeless. Ich habe ja gesagt, dass ich in einem sehr hoffnungslosen Umfeld aufgewachsen bin. I was 4 years old when the people from the local church came to our families and said, we wanted to help you. Als ich 4 Jahre alt war, kamen Leute der lokalen Kirche zu meiner Familie und sagten, wir wollen euch helfen. They explained that they're partnered with an organization called Compassion, Sie haben gesagt, dass sie mit einer Organisation zusammenarbeiten, die heißt Compassion. and they're going to find sponsors and resource and equip the church to help the poor. Und sie suchen Paten und sie rüsten die lokale Kirche aus, um den Armen zu dienen. So our parents got very excited, Meine Eltern haben sich sehr gefreut, but felt also a little bit skeptic. aber sie waren auch ein bisschen skeptisch. You know, they asked the church, why do you want to help us? No one helped us before. Sie haben die Kirche gefragt, warum wollt ihr uns helfen? Bis jetzt hat uns auch niemand geholfen. And the people from the church said, we want to do this because we love Jesus. Und die Leute von der Kirche haben gesagt, wir wollen das tun, weil wir Jesus lieben. We follow Jesus who says, love your God and love your neighbor as yourself. Wir folgen Jesus nach, der sagt, liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selber. They said, Jesus says, every time you serve the poor, you serve me. Jesus sagt, was ihr einem von diesen Kleinen und Geringen tut, das habt ihr mir getan. And our parents were captivated by this God called Jesus. Und meine Eltern waren völlig fasziniert von diesem Gott mit Namen Jesus. God who was for the poor. Ein Gott, der für die Menschen in Armut ist. So they took all the children along with me. We went to the church. Und sie haben ja die Kinder vom Slum, haben sie zur Kirche gebracht. They made us part of the church project and found sponsors, families just like yourself. Und wir wurden im Patenschaftsprogramm eingeschrieben und es wurden für uns Paten gefunden, Leute wie ihr. A couple called Tom and Liz, they sponsored me. Ein Ehepaar, sie hießen Tom und Liz, sie wurden meine Paten. And one of the first things that happened was they sent me to school. Und etwas vom Ersten, was passiert ist, dass ich in die Schule geschickt wurde. This is a picture of when I first started in school. You can see me in the black rectangular box. Das ist ein Bild, als ich die Schule begonnen habe. Ich bin der Junge dort im schwarzen Kästchen. I know what you're thinking. What a good-looking boy. Ich weiß, was ihr denkt, er sieht toll aus. Danke. Merci vielmals. No, but going to school was an amazing opportunity for us. Zur Schule zu gehen war so eine unglaubliche Chance für uns. You know, one of my fondest memories as a child was teaching my parents how to write their names. Eines meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist, wie ich meinen Eltern beigebracht habe, ihren Namen zu schreiben. It must be the other way around here. Normalerweise ist es wahrscheinlich andersherum, oder? But when my dad could write his name in front of people, that gave him back his dignity. Aber als mein Vater dann seinen Namen schreiben konnte, das gab ihm seine Würde zurück. And not just education, you know, I'm a big fan of food. As you can see, I love food. Aber es ging nicht nur um Bildung, es ging auch um Essen. Wie ihr sehen könnt, bin ich ein großer Fan vom Essen. I used to be so excited about all the delicious food they served at the project. Ich habe mich so gefreut über all das feine Essen, das es im Kinderzentrum gab. You know, and there was support to go to the doctor when I was ill. Wir wurden medizinisch versorgt, wir konnten zum Arzt gehen, wenn wir krank waren. So really, our life started taking a very different turn when Compassion started working with the local church. Unser Leben hat sich wirklich total verändert, als die lokale Kirche angefangen hat, mit Compassion zusammenzuarbeiten. And a family just like yourself decided to sponsor me. Und eine Familie, so wie ihr, hat sich entschieden, meine Paten zu werden. But the thing I want to share today is the education and the food. That was not the best thing that Compassion did for us. Aber was ich euch heute sagen will, ist, die Schulbildung und das Essen, das war nicht das Beste, was Compassion für uns getan hat. You know, I told you our parents were very curious why the church was helping us. Ich habe ja vorhin gesagt, wie meine Eltern sich gewundert haben, warum die Kirche uns helfen will. You know, they were captivated by this God who says, I have made you in my image. Sie waren fasziniert von dem Gott, der sagt, ich habe euch in meinem Bild geschaffen. A God who says, you are precious to me.
No matter where you come from, you are all dear to me. Ein Gott, der sagt, du bist wertvoll für mich. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. It made us feel loved and valued. Wir fühlten uns geliebt und wertgeschätzt. Opposite of what poverty tells you. Poverty says you're not worth anything. Das ist das Gegenteil von dem, was die Armut einen sagt. Die Armut sagt, du bist unwürdig. So my parents wanted to know more about this God. Und meine Eltern wollten mehr über diesen Gott erfahren. They started going to the church, learning more about Jesus. Sie haben angefangen, zur Kirche zu gehen und über Jesus zu lernen. We started attending Bible classes that the Compassion Project held. Wir haben angefangen, Bibelstunden zu besuchen, die das Kinderzentrum angeboten hat. Very soon my parents became a Christian. They got baptized. Und bald sind meine Eltern Christen geworden und sie haben sich taufen lassen. Few years later, I gave my life to Jesus. Und ein paar Jahre später habe auch ich mein Leben Jesus gegeben. There were other families who came to know Jesus Es too. gab andere Familien, die Jesus kennengelernt haben. And that was the best thing that the church did for us. Und das war wirklich das Beste, was die Kirche für uns getan hat. You see, in Jesus, they gave us hope, not just for this life, but for eternity. In Jesus haben wir eine Hoffnung kennengelernt, nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Released us not just from our physical poverty, but from our spiritual poverty Wir too. wurden befreit nicht nur aus unserer physischen Armut, sondern auch aus unserer geistlichen Armut. You see, you can have everything that this world can give you, Man kann alles haben, was die Welt zu bieten hat, but if you don't have Jesus, nothing else really matters. aber wenn man Jesus nicht hat, dann spielt das andere auch keine so große Rolle. So the best thing you can give to a poor is the love of Christ itself. Das Beste, was man einem Menschen, der in Armut lebt, geben kann, das ist die Liebe von Christus. And I'm ever grateful to God for bringing people like my sponsors, like the people at the church, to bring His good news to me and my family. Und ich bin Gott für immer dankbar, dass er Leute in mein Leben gebracht hat, wie meine Paten, wie die lokale Kirche. See, the church truly is the hope for this world. Weil die Kirche ist die Hoffnung für diese Welt. I'll tell you a little bit more what I'm doing now, but I must come back to the cooking. Nachher erzähle ich euch noch etwas, was ich heute mache in meinem Leben, aber zuerst wird hier noch weiter gekocht. I'll show you what has happened here. Ich zeige euch mal, was hier unterdessen gelaufen ist. Oh, our spices look cooked very well. Die Gewürze sehen gut gekocht aus. Can you smell all the beautiful aroma? Riecht ihr das, wie es fein riecht? See, you will be able to see some oil that will float on top. That is a good sign. Man sieht, dass das Öl ein bisschen oben aufschwimmt und das ist ein gutes Zeichen. That means our spices have cooked. Das heißt, dass die Gewürze gut gekocht Now you can sind. give the tomatoes a little tap and they'll become all mushy and part of the sauce. Dann kann man das da mit dem Löffel ein bisschen drücken und die Tomaten ein bisschen zerdrücken. And then to this, we're going to add our poulet. Und in die Soße geben wir jetzt das Poulet. Now this is just chicken that has been marinated a little bit in some salt, turmeric and chili powder. Das ist Poulet und wir haben es ein bisschen mariniert mit Salz, mit Kurkuma und mit Chilipulver. And a little bit of garam masala. Und ein bisschen Garam Masala. Now, a word of advice, if you are a vegetarian, don't eat chicken. Kleiner Tipp, wenn ihr vegetarisch esst, dann gebt kein Poulet hinzu. You can just replace the chicken with some potatoes, cauliflowers, and it tastes amazing. Ihr könntet es zum Beispiel ersetzen durch Kartoffeln, durch Blumenkohl und das wird super schmecken. Now, as I said, a good chef always makes sure the curry is seasoned well. Wie ich gesagt habe, muss ein guter Koch darauf achten, dass das Essen richtig gesalzen ist. So make sure you add a only little pinch of salt. Und, aber passt auf, nur ein bisschen Salz bitte. Not too much. Nicht zu viel, You could ruin it. nicht, dass ihr es futsch macht. Do you think that's enough? Denkt ihr, das reicht? Yes, worried faces. Ich sehe schon wieder bekümmerte Gesichter. Well, let's hope I haven't ruined this Okay, already. hoffen wir, dass ich es nicht ruiniert So all that habe. needs to happen is this is going to cook, and once the chicken is cooked, it's done. Okay, und jetzt lassen wir das hier kochen und sobald das Poulet durchgegart ist, ist es fertig. And then we're just going to garnish with some coriander. Dann dekorieren wir das mit Koriander. Now, I've met some weird people as I've traveled who don't like coriander. Ich habe komische Leute kennengelernt beim Reisen, die keinen Koriander mögen. I hope you're not one of them. Ich hoffe, ihr gehört nicht zu denen. I'm only joking. You can add a little squeeze of lime juice. Ihr könnt ein bisschen Limettensaft dazugeben. It gives a bit of a fresh zing that I like. Das gibt so ein bisschen Frische rein. And then I'll add the coriander once the chicken is cooked. Und den Koriander erst am Schluss, wenn das Poulet durchgegart ist. Is that simple? Einfach, oder? You can all try it at home. Das könnt ihr alle zu Hause ausprobieren. So, I said I'll tell you what I'm doing now. Ich wollte euch ja noch erzählen, was ich heute mache.
That is not what I'm doing now. Das ist jetzt nicht das, was ich heute There we go. mache. Hier haben There's a wir es. little picture of a girl with me. Ihr seht hier ein Mädchen mit mir. Her name is Shankarita. Sie heißt Shankarita She's my sponsor child. und sie ist mein Patenkind. When I finished studying, one of the first things I wanted to do was sponsor children myself. Als ich die Uni abgeschlossen hatte, war Pate werden etwas vom Ersten, was ich selber tun wollte. I know the difference it makes because I've lived it. Ich weiß, was es im Leben eines Kindes bedeuten kann, weil ich es selber erlebt habe. But more than food and education, I wanted Shankarita to be able to know Jesus. Aber mehr noch, als dass sie zu essen hat und zur Schule gehen kann, wollte ich, dass Shankarita Jesus kennenlernen kann. It's a privilege for me to be on the other side of the relationship and invest in someone else's life. Und es ist ein Vorrecht für mich, dass ich jetzt auf der anderen Seite dieser Beziehung stehen kann und ins Leben eines Kindes investieren darf. My wife and I, we now have 3 sponsor children. Mit meiner Frau zusammen haben wir unterdessen 3 Patenkinder. We hope that they will all come to know Jesus. Und wir hoffen, dass sie alle Jesus kennenlernen. I also studied business when I was in university. Ich habe auch Business studiert an der Uni. What I love is compassion takes a child and sees them through until they're able to support their family. So apprenticeship or university, they support them so they're independent and self-sufficient. Das Schöne an Compassion ist, dass sie die Kinder langfristig unterstützen, bis sie ihre Ausbildung gemacht haben an der Uni oder eine Berufslehre und für sich und für ihre Familien sorgen können. I was always interested in how small businesses can create job opportunities for the poor. Mich hat immer interessiert, wie kleine Unternehmen Arbeitsplätze schaffen können für Menschen in Armut. Right now, my wife and I, we run an organization that works with young people who have been raised in residential care. Meine Frau und ich leiten zusammen eine Organisation, die junge Menschen unterstützt, die in Heimen leben. So we work with children and young people in India who often don't have any family. Wir arbeiten also mit Kindern und jungen Leuten in Indien, die oft keine Familie haben. We give them life skills, employable skills, business skills to help them become independent. Wir lehren sie verschiedene Fähigkeiten und unterstützen sie dabei, selbstständig zu werden. But more importantly, we try to work with one-to-one relationship so they may learn to follow Jesus too. Aber wichtig ist es uns auch, diese Kinder in 1:1 Beziehungen zu begleiten, sodass sie lernen können, Jesus nachzufolgen. So before I finish, I wanted to share this one thought. Und bevor ich jetzt abschließe, möchte ich einen Gedanken mit euch teilen. These are the children we work with. Das sind Kinder, mit denen wir arbeiten. You see, in the Bible, Jesus says, the 2 big commandments I give to you In der Bibel sagt Jesus, 2 Gebote gebe ich euch. is love your God Liebe Gott and love your neighbor as yourself. und liebe deinen Nächsten wie dich selber. Loving God is how we build our relationship with Jesus. Gott lieben ist, wie wir diese Beziehung zu Jesus pflegen. And loving our neighbor is how we bring Jesus to other people. Und unsere Mitmenschen zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, ist, wie wir diesen Jesus zu ihnen bringen. I'm so grateful that that small church in India was following these 2 commandments. Ich bin so dankbar, dass diese kleine Gemeinde in Indien diese Gebote befolgt hat. It brought hope into our life, light where there was darkness. Es hat Hoffnung in unser Leben gebracht, Licht in die Dunkelheit. It brought Jesus' good news, not just in words, but also in action. Es hat die gute Nachricht von Christus zu uns gebracht, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. So you see why I'm so passionate about the local church. Und deshalb versteht ihr jetzt, warum ich so leidenschaftlich bin, wenn es um die lokale Kirche geht. So I want to finish with 2 things. First, trust that He is able to do immeasurably more than we can ever ask or imagine. Und zum Abschluss möchte ich noch mal sagen, habt Vertrauen, dass Gott mehr tun kann, als wir uns vorstellen oder uns ausmalen können. And secondly, as His body, let us love God and love our neighbor as ourselves. Und zweitens, als sein Leib, die Gemeinde, lasst uns Gott lieben und unsere Nächsten wie uns selber. Danke very much for having me. Herzlichen Dank, dass ich heute da sein durfte. Our curry is finished too. Das Curry ist auch soweit. How does it look? Wie sieht's aus? You can taste it at the end as well. Ihr könnt es dann in der Pause probieren. Danke. Vielen Dank.